Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder Lust, ein Stangenweißbrot zu backen. Und zwar, weil ich sonst keine Lust habe zu kochen und mein Mann auch nicht. Also haben wir gesagt, weißt du was? Heute gibt es ein Baguette, heute gibt es ein bisschen Käse, ein paar Oliven, ein Glas Wein und schon haben wir ein tolles Abendessen. Und das Stangenweißbrot geht so schnell zu machen und ist so einfach zu machen. Ihr braucht keine Küchenmaschine, ihr braucht keinen Mixer, ihr braucht nur einen Kochlöffel und eure Hände. Mehr nicht. Das ist einfach nur Teig zusammenmischen, einfach stehen lassen und ab in den Backofen. Und das geht so einfach und das macht richtig Spaß, dieses Brot zu backen. So, dann kommt mit und guckt mir zu. Das Brot wird mit Hartweizenmehl gebacken, aber das konnte ich nicht bekommen. Aber ich habe immer Hartweizengrieß zu Hause und das male ich mir dann ganz einfach im Blender zu ganz feinem Mehl. Das klappt eigentlich ganz gut und ja, wenn man keins bekommt, ist das eine gute Möglichkeit, um sich Hartweizenmehl selbst herzustellen. Das klappt und es ist überhaupt kein Problem. Hartweizenmehl macht das Brot schön gelblich, das hat eine schöne Farbe und macht es natürlich auch noch ein bisschen knuspriger. So, dann wollen wir mal loslegen. Also, wir brauchen Mehl. Dann das Hartweizenmehl. Das habt ihr ja gesehen, wie ich das vorhin gemacht habe. Einfach in den Mixer und nochmal rühren, weil das gibt es wirklich nicht oft zu kaufen. Dann haben wir hier Levito Madre. Da könnt ihr mal gucken in meinen Shorts. Da habe ich Levito Madre herstellen. Und zwar unter dem Titel Hefewasser herstellen ist ganz leicht. Und da ist auch das Rezept zu finden, wie Levito gemacht wird. Dann brauchen wir das Hefewasser. Also das habe ich schon mal, die Hefe habe ich aufgelöst. In lauwarmem Wasser. Ich schreibe euch das Rezept natürlich unten in die Beschreibung für ein Baguette. Ich mache aber 3 Baguettes, weil eins essen wir heute Abend und eins bekommt die Nachbarin und eins frieren wir ein. So, Salz und ein bisschen Zucker. Und das Schöne, das macht so Spaß, dieses Brot zu backen, weil man braucht keine Küchenmaschine, kein Handmixgerät, einfach den Teig so lange mit dem Kochlöffel verrühren oder auch mit den Händen, bis es eine homogene Masse gibt. Und fertig. So, jetzt nehme ich doch meine Hände. Das war's schon mit der Vorbereitung. Ist doch der Hammer, oder? Fertig. So, jetzt brauchen wir nur noch etwas Frischhaltefolie.
decken alles gut ab. Und jetzt bleibt der Teig bei Zimmertemperatur für 2 Stunden stehen und dann wird er sich schön verdoppelt haben. Ich benutze hier immer ein Baguetteblech. Meine Baguettes backe ich nur noch auf so einem Blech, weil das Schöne daran ist, die können nicht auseinanderlaufen, breit laufen, sondern die gehen schön in die Höhe und werden auch schön knusprig. Und bei diesem Teig, der ist sehr, sehr, sehr weich und da kann ich euch so ein Baguetteblech wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ich schreibe euch auch den Link für Amazon, da habe ich es gekauft, das schreibe ich euch unten in die Beschreibung. So, das Baguetteblech, das werde ich immer ausfetten, also das mache ich immer. Und dann bestäube ich es ganz leicht mit Mehl. Dann kleben die Baguettes nachher auch nicht fest. Und es lässt sich auch leicht reinigen. Also das ist überhaupt kein Problem und das ist wirklich eine große Hilfe. Ihr werdet es nachher sehen, der Teig ist wirklich weich. Und das ist ein tolles Helferlein. So, das Baguetteblech ist bemehlt. Die Arbeitsfläche auch gleich ein bisschen bemehlen. So, der Teig ist jetzt schön aufgegangen. Der kommt jetzt auf das Backbrett. So, und jetzt teilen wir den in 3 gleich große Teile. So seht ihr, wie weich der ist. Den legen wir jetzt ganz locker auf das Blech. So. Da gibt es auch gar nicht viel zu formen und zu winden. Einfach aufs Blech legen. Der Backofen ist vorgeheizt auf 240 Grad. Ich habe einen Brotbackstein, den habe ich jetzt 1 Stunde mit vorgeheizt. Und dieses Baguetteblech stelle ich jetzt direkt auf den heißen Brotbackstein. Dann ist das wie beim Pizzabacken. Der hat dann richtig schön viel Unterhitze und das Brot geht dann dementsprechend schön in die Höhe. So, und da sind sie nun. Unsere Baguettes. Sehen die nicht toll aus? Also, 1 wird eingefroren, 1 bekommt die liebe Nachbarin und 1 werden wir heute essen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ich freue mich natürlich sehr über ein Like oder einen Kommentar und auch über ein Abo und sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!